Das ist die Klimastreifenkrawatte. An ihr sieht man hier als auf einer Krawatte gedruckt die jährlichen Durchschnittstemperaturen auf der Erde. Und man sieht, das ist jetzt so in den letzten 20 Jahren passiert, das ist ein ziemlich krasser Anstieg, ganz unabhängig davon, welche absolute Zahl dahinter steckt. Wir haben nicht irgendwie zufällig mal heiße und kalte Jahre. Der Anstieg ist klar und ich habe das als Geschenk bekommen und ich trage das immer, wenn ich irgendwie öffentlich auftreten kann. Auch in der Uni, einfach damit ich Leute daran erinnere, es wird heißer, es sind nicht nur ein paar heiße Jahre. Wir schreiben Tag 102. Vor 102 Tagen fing das alles an. Anlass war, sollte dieses Kohleeinstiegsgesetz verabschiedet werden und es wurde auch verabschiedet. Und aus lauter Verzweiflung ist dann die Idee entstanden, dieses Klimacamp hier aufzumachen. Und dass wir 100 Tage später immer noch da sein würden, damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Nein, genervt. Es ist nicht schön für die Bürger Augsburgs und was die gut gemeinten Aktivisten völlig falsch einschätzen, ist, dass die Mehrheit schlicht und einfach das ästhetisch nicht befürwortet, was hier stattfindet. Und die echte Diskussion über die tatsächlichen Ziele, über die man ja mit Recht streiten und diskutieren kann, findet deshalb nicht statt, weil die Form die falsche ist. Es gibt welche, die sind genervt, so ist es in der Öffentlichkeit, so ist es bei bestimmten Parteien. Ich bin nicht genervt, ich bin zwischendrin unzufrieden, weil die Argumente doch etwas zu einfach dargestellt werden. Die kommen aus Kasachstan bzw. Russland, weil es ging diesen halt in Russland zerstreuten Ausländern, also Leute, die ausländische Vorfahren hatten, nicht mehr so gut. Und die sind dann sozusagen in ihre alten Länder geflohen. Und meine Eltern hatten halt auch so ein bisschen entfernte deutsche Vorfahren. Und ich bin eben direkt mit Deutsch aufgewachsen. Meine Eltern haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass ich Deutsch kann. Ja, und dann bin ich eigentlich aufgewachsen wie ein Deutscher halt. Auch in einer Gegend, wo es viele Ausländer gab. Als Kind sieht man es auch nicht böse. Als Kind hat man da halt sozusagen die Kulturunterschiede. Was das Essen angeht, welche Sprache die Eltern aus dem Fenster schreien und man versucht, ein paar türkische Worte aufzuschnappen. Das ist es für uns Kinder gewesen. Es ist nicht leicht, hier zu sein. Wir verzichten alle gemeinsam seit 100 Tagen auf viel Luxus. Ich bin seit dem ersten Tag da. Am ersten Tag waren wir einfach ganz viele Leute auf dem Gelände, hatten 1, 2 Pavillons und seitdem bin ich da und übernachte auch ab und zu hier. Die Forderungen sind halt ja eben eine Forderung insgesamt, dass man das macht, was nötig und wichtig ist. Nicht einfach irgendwas, was wir wollen, sondern wir wollen es, damit es für unsere Zukunft Hoffnung gibt. Ich meine, es ist ja nichts Unmögliches, was wir fordern. Dann könnten wir endlich auch hier abbauen. Es ist sehr kalt, es ist sehr regnerisch und wieder zu, ja, ich sag mal, gemäßigteren Formen des Aktivismus zurückkehren. Wir haben auch Arbeit, wir haben auch unser Studium, Kinder hier gehen zur Schule und es ist nicht angenehm hier. Klimagerechtigkeit bedeutet zwar, dass wir jetzt sofort handeln müssen, dass wir viele Maßnahmen auf einmal ergreifen müssen, dass wir ständig irgendwelche Diskussionen führen müssen, aber es lohnt sich. Wir haben viel erreicht im Vergleich zu alten Maßstäben, aber nicht im Vergleich zu dem, was wir eigentlich wollen. Hier wird zwar von dem einen oder anderen immer wieder anerkannt, dass es dieses Klimacamp gibt, aber tatsächlich wird nichts getan. Wir kommen gleich dazu. Anträge, nämlich das Klimacamp zu unterstützen im Stadtrat. Das wurde nicht zugelassen. Anträge, dass man sofort auch hier von Augsburg ein 100%iger Kohlestopp macht, wird wieder weiter weggeschoben. Antrag, dass wir sogar sofort eine Solaroffensive machen. Das wird nicht weiter behandelt. Man kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 1,5 Grad Erwärmung einhalten, wenn man eine gewisse Menge an CO2 nur noch ausstößt. Und Augsburg hat einen Anteil an der Weltbevölkerung mit seinen 300.000 Menschen ungefähr. Und wenn man das ganz simpel so aufteilt, dann hat Augsburg ein gewisses Budget. Und dieses gedenkt es gerade stark zu übersteigen. Das Klimacamp rechnet das CO2-Budget runter pro Einwohner. Und das ist eine zu einfache Rechnung. Wir sind hier eine Großstadt, wir sind eine Industriestadt. Und da ist unser CO2-Budget zweifelsohne höher als irgendwo auf dem Land. Punkt 2 ist eben sofortiger Start der Energiewende in Augsburg. Es hat 2 Punkte, die wir auch ganz plakativ vorne an unserem Camp auf unserem großen Frontsegel hinschreiben. Und zwar zum einen der Ausstieg aus der Kohle, das ist technisch möglich. Und der andere ist dann, dass die Stadt Augsburg nicht nur möglich macht, dass man leichter Solar ausbaut, sondern auch auf ihren eigenen Gebäuden und auf ihren Tochtergebäuden, also zum Beispiel von den Stadtwerken, mehr Solarenergie ausbauen.
Die Stadtwerke haben einen Plan, jedes Jahr, ich glaube 2 oder 3% aus dem Kohlestrom auszusteigen. Die Stadtwerke stehen im Vergleich zu vielen anderen Stadtwerken in der Bundesrepublik viel besser da, weil sie einen höheren Anteil erneuerbarer Energien schon haben. Es gibt die Geschichte, dass Jesus von Nazareth ja die Stände der Wucherer umwirft und sich einsetzt gegen die großen Ausbeuter. Müssten Sie nicht jetzt konsequent, wenn Sie sagen, dass Sie zum katholischen Lager gehören, in Ihrer Partei befördern, dass Ihre Partei sich dafür einsetzt, dass dieses globale Ausbeutungsverhältnis, das Sie seit Jahrzehnten schüren und befördern, endlich verändert wird? Zu behaupten, die hätten die letzten 40 Jahre oder 50 Jahre nichts getan, ist einfach ungerecht gegenüber den Leuten, die sich aufarbeiten und versuchen, ständig neue Lösungen zu finden. Bis vor 10 Jahren war Deutschland der Hammer. Deutschland war der Zukunftsstandort, hat so viel ausgebaut. Und jetzt sehen wir, in den letzten 10 Jahren verlieren wir so viele Arbeitsplätze in der Windbranche. Kaum ein Windrad wird erneuert oder kaum neue werden gebaut. Wir sehen das Problem, dass jetzt sich darauf ausgeruht wird und Deutschland vergisst, was für eine wichtige Rolle es hatte. Dritter Punkt ist eben der leichteste, das ist wirklich der leichteste Punkt für die Stadt. Es ist eine Positionierung gegen das Kohleausstiegsgesetz. Und zwar wurde im Bundestag am 3. Juli, jetzt schon vor 3 Monaten also, das Kohleausstiegsgesetz beschlossen. Viele in unseren Kreisen nennen es das Kohleeinstiegsgesetz, denn es schreibt im Endeffekt fest, dass bis 2038 Betreiber von Kohlekraftwerken weiterhin Geld, weiterhin Subventionen bekommen. Das heißt, es ist vom Aufwand her eigentlich fast schon nur ein Brief, aber selbst nicht mal ein kleiner, schmuddeliger Brief ist zustande gekommen, dass die Stadt sagt, sie findet nicht gut, in welche Richtung die Bundesregierung geht. Dass jetzt ein Ausstiegsgesetz als Einstiegsgesetz bezeichnet wird, finde ich gerade interessant, weil ich selbst damals, wie ich in der Energiewirtschaft tätig war, gesagt habe, wir müssen runter von der Kohle, müssen Atom ausbauen und auf der anderen Seite erneuerbare Energien. Und der 4. Punkt ist Fahrrad statt jetzt. In Augsburg es nicht mehr notwendig ist, ein Auto zu haben, um mobil zu sein, weil gerade ist die Realität so, als Fußgänger hat man schon okay Weg, wobei man oft eben mit Radfahrern auf einen Weg gedrängt wird. Radfahrer haben sehr gefährliche Wege oder müssen Fußgehende gefährden und Autos haben hier eigentlich nur überall Priorität, können überall fahren, selbst in der Innenstadt. Es spiegelt ganz deutlich die Stimmung wider in der Bevölkerung, die hier merkt, wir sind am Limit mit dem Klima, wir müssen was tun. Und es ist natürlich immer die Frage, was können wir dann auch tun? Ich bin ein überzeugter Verfechter der repräsentativen Demokratie und ich habe auch damals versucht klarzumachen, dass die Initiatoren dieses Camps in die Gremien hineingehen müssen und nicht meinen, von außen etwas steuern zu können. Und schon gleich gar nicht kann man durch einen Versuch eines sehr starken Drängens irgendetwas erreichen von außen, sondern man muss drin diskutieren. Wir sind auch so ein bisschen Anlaufstelle für Touristen oft, weil sie hier immer wen finden, der ihre Sprache spricht. Wir wollen für das Wohl der Stadt Augsburg nicht einfach aufgeben. Wir sind schon 100 Tage hier und wir wollen auf die Nerven gehen, aber nicht einfach nur, um unangenehm zu sein. Jeder Baum hat eine Wurzel und die Wurzel sind wir alle. Und wenn wir alle uns nicht ändern, dann ändert sich auch weiter oben in den Blättern nichts. Ich sehe das ähnlich wie halt auch viele andere starke Philosophen das schon gesehen haben, dass eine Gesellschaft nur so gut ist wie ihre ärmsten Leute. Ich studiere gerade, sobald ich das abgeschlossen habe, den Master, vielleicht sogar einen Doktor, werde ich viel Geld verdienen. Das heißt, das mache ich ganz klar nicht aus egoistischen Gründen. Ich glaube nicht, dass man, egal wie reich man ist, dass man erfolgreich ist als Person oder als Stadt, wenn man sich nicht um die ganz armen Leute kümmert.